Wissen Sie, was Neid ist? Waren Sie schon einmal neidisch? Und wie fühlte sich das an? Beschissen. Ich habe einen Freund, der fährt einen Passerati. Wenn ich dann komme mit meinem kleinen VW Piesel und mich daneben stelle, kommt dieses Gefühl auf. Mir schießt etwas durch den Kopf. Ich sage, Ulf, wozu brauchst du so ein großes Auto? Das verliert ja schon im ersten Jahr die Hälfte seines Wertes. Und überhaupt, du arbeitest ja viel weniger als ich. Wieso muss ich mir so ein kleines Auto leisten? Und dann fällt mir sofort ein, das ist ungerecht, es ist gegen die Gerechtigkeit. Und wie ich das Wort Gerechtigkeit sage, ist dieses unangenehme Gefühl weg. Unser Organismus hat eine großartige Methode erfunden, um solche unangenehmen Gefühle wie Neid einfach zum Verschwinden zu bringen. Sie können das auch probieren mit Worten wie Rache oder Gewinnsucht oder Ähnlichem. Ich möchte Ihnen mit diesem Mechanismus heute etwas erklären oder etwas näher bringen, was Ihnen unbewusst wahrscheinlich vertraut ist. Der Mechanismus stammt aus der Lüge. Aber denken Sie dabei nicht an die Lüge, wie Sie sie vielleicht gehört haben, wenn Menschen sagen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und dann Steine auftürmt, damit er ihnen die Sicht versperrt. An einer solchen Lüge sehen Sie, dass der Lügner selber nicht glaubt, was er sagt. Es lässt sich überdies leicht überprüfen, dass er ganz anderes im Sinn hat. Er täuscht ja nur Sie und nicht sich selbst. Nein, die Lüge, über die ich spreche, die hat damit zu tun, dass Sie sich selber täuschen. Sie brauchen diese Lüge, um eine Lebenslüge, um eine Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten. Die können Sie weniger leicht nachprüfen oder auch zum Einsturz bringen. Sie brauchen Zeit. Von dieser Zeit spricht eine Anekdote, die Sie vielleicht kennen. Der spanische Maler Pablo Picasso hat einmal eine Frau porträtiert. Diese Frau hat sich anschließend beschwert, das Porträt würde ihr gar nicht ähnlich sehen. Picasso antwortet, warten Sie nur, es wird Ihnen immer ähnlicher. An dieser Stelle, und wenn Sie lachen, erkennen Sie, wie wichtig diese Lüge ist und wie viel Zeit Sie brauchen, um etwas zu erfahren, was Künstler sehr gut uns mitteilen können. Denn Künstler haben ein gestörtes Verhältnis zur Lüge. Der Künstler teilt Ihnen etwas mit, und vor allem dieser Dame, was sie nicht sieht, wenn sie einfach nur in den Spiegel schaut. Der Künstler teilt Ihnen in einem solchen Porträt etwas mit, womit Sie erst vertraut werden, wenn Sie sich dieses Kunstwerk immer wieder anschauen. Dann verschwindet dieses unangenehme Gefühl, es könnte Ihnen ja gar nicht ähnlich sehen, und es wird Ihnen immer ähnlicher. Hier haben Sie diesen Mechanismus, mit dem wir die Lüge als eine großartige Erfindung zur Stabilisierung unserer Lebensverhältnisse nutzen können. Und nicht nur in der Kunst, auch im Volksmärchen, in der Mythologie, in Geschichten taucht es wieder auf. Sie kennen vielleicht diese Idee von der Dame, die jeden Morgen in den Spiegel schaute und ihn fragte, wer ist denn die Schönste im ganzen Land? Eines Tages sagt dieser Spiegel, ja, da gibt es eine schönere, hinter den 7 Bergen und so weiter. Und Sie wissen auch, wie viel Feindseligkeit aus dieser wahren Auskunft, auch der Spiegel kann nicht lügen, aus dieser wahren Auskunft entspringt. Aber wir sollten einfach uns vertraut machen damit, dass man einer Frau nicht sagen kann, dass es eine schönere irgendwo anders gibt. Hier ist es nötig, das, was wir unter Politically Correctness verstehen, immer wieder anzubringen. Wir brauchen an dieser Stelle diese Lüge, die uns die Täuschung aufrechterhält, ohne die wir gar nicht weiterleben können. Wir haben nicht nur in der Kunst, in der
Märchendichtung, sondern auch in der Wissenschaft solche großartigen Lügen. Und da gibt es diese Geschichte von der Frau des Bischofs von Worcester. Sie hörte von diesem Buch von Charles Darwin, die Entstehung der Arten und die Abstammung des Menschen, dass der Mensch vom Affen abstammen sollte und ja, es zumindest einen gemeinsamen Vorfahren gebe zwischen Menschen und Affen. Und dann rannte sie zu ihrem Mann und sagte, das ist doch wohl nicht wahr, was Charles da schreibt. Der Mensch soll vom Affen abstammen oder einen gemeinsamen Vorfahren haben. Nein, nein, das geht nicht. Und wenn es wahr ist, dann müssen wir verhindern, dass die Menschen Kenntnis davon erlangen. Warum müssen wir verhindern, dass Menschen Kenntnis von etwas erlangen, wenn es wahr ist? Weil wir ohne diese Lebenslüge nicht leben können. Weil wir diese Selbsttäuschung, dieses Gefühl, großartig zu sein, Abstammung von dem höchsten Wesen, nicht von einer solchen Naturebene, von so etwas Unberechenbarem wie einem Organismus, der noch dazu existiert, einem Stein vergleichbar und sonst welchen Dingen, das ist für uns unaushaltbar. Also wir können diese Dinge gar nicht ertragen. Wir müssen verhindern, dass die Menschen Kenntnis erlangen von Dingen, vor allem dann, wenn sie wahr sind. Damit Sie sehen, wie langsam dieser Mechanismus sich auflöst und wie die Spuren aussehen, die er hinterlässt, die auf etwas anderes führen als auf dieses großartige Bild von uns selbst, will ich Ihnen eine weitere Geschichte näher bringen. Eine besonders schöne Geschichte, wie ich meine. Meine Frau hat sie mir erzählt. Sie kam eines Tages von der Schule, sie ist Lehrerin und sie erzählte von einem Schüler, ein autistischer Schüler. Sie mag ihn besonders gern, weil er eine Neigung zur Aufrichtigkeit hat. Und sie fragte ihn, was sind denn deine Hobbys? Und er sagte, naja, ich bin bei der Feuerwehr. Und weil ich bei der Feuerwehr bin, interessiere ich mich für pyrotechnische Dinge. Ja, Sie spüren es schon, wenn Sie heiter sind an dieser Stelle, da stimmt etwas nicht. Ich habe meiner Frau gesagt, immer dann, wenn ein Mensch in einer moralischen Rechtfertigung das Wörtchen weil verwendet, sollten wir versuchen, es durch das Wörtchen obwohl zu ersetzen. Machen Sie das einmal und dann erfahren Sie den Satz, obwohl ich bei der Feuerwehr bin, interessiere ich mich für pyrotechnische Dinge. Sie spüren, das ist die eigentliche Wahrheit hinter der Auskunft. So ein kleiner Bub, der interessiert sich doch nicht fürs Feuerlöschen, der interessiert sich fürs Feuermachen. Aber es gibt keine Vereine, nach denen wir uns umschauen können, wo man lernt, wie man Feuer macht. Es gibt nur das Zweitbeste, eben die Feuerwehr, da hat er sich angemeldet. Und überdies, man sagt auch seiner Lehrerin nicht, dass man gerne Brände irgendwo legt und sich freut, wenn das Feuer nachher hochlodert. Nein, es sieht einfach viel besser aus, wenn wir zeigen, dass wir dafür zuständig sind, die Gefahren zu beseitigen, die andere erst schaffen, wenn sie eben Feuer legen. Hier haben Sie diesen kleinen Mechanismus, diesen Verweis darauf, dass im Innersten der Bub schon wusste, dass er eigentlich mit dem Feuer verwandt ist, aber dass er das nicht laut sagen kann. Hier haben Sie diesen Zensor zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, der sofort anspringt, ohne dass Sie etwas dagegen tun können und die Dinge, von denen Sie wissen, dass sie ganz anders aussehen, so gestaltet, dass sie viel besser für Sie und andere klingen können. So entstehen dann einfach solche Wörter, die wir auch in der Sprache des politisch korrekten Sprechens immer wieder verwenden. Eigentlich wissen wir, dass etwas anderes der Fall ist. Aber wir wissen, wenn wir das aussprechen, sind die sozialen Verhältnisse sehr empfindlich gestört. Wir können das nicht einfach machen. Es ist unmöglich, solche Dinge in einer Gesellschaft, die funktionieren soll, zu präsentieren. Ich möchte Ihnen nun darlegen, was wir in meinem Institut herausgefunden haben, nach welcher Logik diese Täuschung, diese Selbsttäuschung, diese Bereitschaft, eine andere Wirklichkeit als die, von der wir eigentlich schon im Unbewussten wissen, dass sie gültig ist, nach außen zu verbreiten. Hierzu will ich Ihnen 2, vielleicht auch 3 Beispiele präsentieren. Das erste Beispiel setzt voraus, was viele von Ihnen kennen und manche von Ihnen schätzen, ganz wenige nur überhaupt nicht benötigen. Ich meine die Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist so etwas Geistiges, sagt etwa Leibniz. Sie ist etwas, was nicht von stofflicher, materieller Natur ist.
Und wenn Sie Menschen vor sich haben, die der festen Überzeugung sind, dass sie eine Seele besitzen, oder man kann auch sagen, die glauben, dass sie von der Seele zum Leben erweckt worden sind, dann stellen die sich das so ungefähr vor, als wäre die Seele so ein geistiger Rahmen über sie, nicht aus Materie, sie selber nur aus Fleisch und Blut, etwas Steinernes sozusagen, an die Erde gebundenes, Vergängliches, Verwesbares, Unwichtiges, ja Totes. Und von dieser Seele denken Sie nun, dass sie irgendwie in dieser wolkigen Natur, in dieser luftigen Natur, Anima heißt es im Lateinischen, der Lufthauch, präsent sei. Und wenn sich dieser Lufthauch dann über den Menschen ergießt, dann ist er angefüllt mit Würde, mit Geist, mit Natur, die nur leben kann, ja eben mit Seele. Und dann kann er eben davonlaufen. Das ist so die Vorstellung, wie die Seele wirkt. Sie soll also von außen zum Menschen hinzukommen. Wir sollen sie also als etwas wahrnehmen, was unbedingt für unser Leben präsent sein soll. Und wenn Sie diese Voraussetzung vor Augen haben, dann verstehen Sie die Logik, mit der wir dieses Glück erleben, durch eine Lüge unsere Welt verbessern zu können. Denn jetzt können Sie einen Dreisatz anwenden. Dreisatz kennen Sie noch aus der Schule. Das ist jetzt hier ein Dreisatz, der uns eine Logik beschreibt. Das ist übrigens der schwierigste Teil in meinem Vortrag. Hier brauchen Sie etwas Logik, aber auch die Bereitschaft zu lügen, nämlich so zu lügen, dass Sie diese Logik einfach falsch anwenden können. In diesem Dreisatz kommen 3 Sätze vor. Der erste Satz lautet: Klaus behauptet, es gibt keine Seele. Der zweite Satz lautet also: Wenn Klaus recht hat, dann hat er keine Seele. Nun gibt es einen dritten Satz, ich habe ihn hier besonders hervorgehoben, ein dritter Satz, der sofort auftaucht bei Menschen, die ein starkes Gefühl für eine Seele haben, die sagen, wer keine Seele hat, der ist tot und kann gar nichts behaupten. Und hier spüren Sie es schon, hier kommt diese Logik in dieser täuschenden Rede zum Ausdruck. Sie sehen es sofort, die ersten beiden Sätze, die sind logisch korrekt. Ich kann nämlich alles behaupten. Die Logik macht keine Aussagen über die Realität. Ich kann sagen, die Kanzlerin ist ein Mann. Und wenn ich recht habe, dann ist die Kanzlerin ein Mann. Wenn ich nicht recht habe, dann ist die Kanzlerin kein Mann. Die Logik macht keine Aussage darüber, was gilt. Ich kann alles behaupten. Aber entscheidend ist, wenn ich recht habe, dann gilt es eben. Also wenn Klaus sagt, es gibt keine Seele. Zweitens, wenn er recht hat, dann hat er keine Seele. Diese Dinge sind logisch korrekt. Und jetzt spürt unser täuschendes Bewusstsein sofort, daraus kann man etwas machen. Es hängt einen dritten Satz an, der gar nichts mit den ersten beiden Sätzen zu tun hat und so tut, als wäre das Gegenteil des ersten Satzes schon bewiesen und vorausgesetzt. Denn eigentlich müssten wir ja beweisen, ob es die Seele gibt oder nicht. Aber mit dieser Logik, die es einfach nutzt, dass 2 Sätze logisch korrekt sind und einen dritten dazuhängt, der so aussieht, als hätte er etwas damit zu tun, damit können wir unsere Lebenslüge retten. Also wir tun so, als wäre es eigentlich unmöglich, ohne eine Seele leben zu können. Und wir sind sehr glücklich darüber. Wir können diese Dinge an verschiedenen Beispielen fortführen. In der Gegenwart etwa haben wir ein ganz modernes Beispiel, das immer wieder die Tageszeitungen füllt. Hierzu müssen Sie sich ein weiteres philosophisches Thema, ein Dauerbrenner aus der Philosophie, präsent halten. Das hat damit zu tun, dass wir zurückgehen in das 14. Jahrhundert. Da gab es einen Gelehrten, der hieß Johannes Buridanus und nach dem ist der Buridanische Esel benannt. Der Buridanische Esel ist ein Esel, der aus reiner Natur besteht. Der hat nicht diese Seele. Das ist so ein Naturding. Und wenn Sie den exakt in der Mitte zwischen 2 gleich großen Heuhaufen platzieren, dann verhungert er. Denn er weiß nicht, zu welchem Heuhaufen er zuerst gehen soll. Er steht also genau in der Mitte. So sind die Naturdinge vorgestellt. Gleich große Kräfte mit gegensätzlichem Vorzeichen lösen einander auf. Da passiert überhaupt nichts. Nur wenn Sie dann ein anderes Beispiel bringen, also wenn Sie sofort den einen Heuhaufen größer macht, da braucht er auch keine Vernunft und gar nichts dazu. Automatisch läuft er zum richtigen Gedanken. Wenn Sie diese Vorstellung haben, dass man also in der Natur irgendwie getrieben wird, determiniert wird von den größeren Haufen, die einen sofort anziehen, dann haben Sie auch schnell das Gefühl, dass es so etwas wie einen freien Willen geben muss.
Und wenn wir schon hier in Frankfurt am Main sind, dann erinnere ich an das Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Da gibt es einen Gelehrten, der heißt Wolf Singer. Und von ihm sagt man manchmal, Wolf Singer behauptet, es gibt keine Willensfreiheit. Jetzt können wir wieder den zweiten Satz bilden und können sagen, wenn Wolf Singer recht hat, dann hat er keine Willensfreiheit. Diese Sätze sind absolut logisch und korrekt. Und was wir nun fast täglich in der Tageszeitung lesen können, das finden Sie in diesem dritten Satz. Der sieht etwa so aus: Wer keine Willensfreiheit hat, kann auch nicht für seine Handlungen und Behauptungen zur Verantwortung gezogen werden und er ist daher unzurechnungsfähig. Auch hier haben Sie es wieder. Eigentlich müsste man ja erstmal beweisen, ob es so etwas wie Willensfreiheit gibt. Aber die Logik der Täuschung erlaubt es uns so zu tun, als wäre der erste Satz von vornherein falsch, als müsste man selbstverständlich das Gegenteil ohne Beweis annehmen. Und jetzt können Sie einfach, wenn Sie selber etwas machen wollen, wenn Sie selber etwas testen wollen und vor allem, wenn Sie Menschen glücklich machen wollen, diesen Mut zur Lüge üben. Üben Sie das zum Beispiel, wenn Sie mal einem Menschen begegnen, dem Sie dann sagen können, es gibt keine Vorhersager. Und bitte verwenden Sie nicht das deutsche Wort für Vorhersager, das heißt Prophet, das dürfen Sie nicht nennen, das wäre dann schon wieder ein bisschen politisch inkorrekt. Sagen Sie, es gibt keine Vorhersager. Sofort werden Sie einer, für den es selbstverständlich solche Vorhersager gibt, erfahren, das kannst du nicht beweisen. Und schon haben Sie ein Problem. Denn während Sie damit beschäftigt sind, sich klarzumachen, dass Sie nicht beweisen können, dass es keine Vorhersager gibt, ist der Mann ganz glücklich. Er ist ganz glücklich darüber, weil er Sie getäuscht hat, weil er Sie auf eine Fährte geführt hat, auf der er sich selber gar nicht aufhält. Denn eigentlich ist dieser Mensch gar nicht an Beweisen interessiert. Er ist nur daran interessiert, sich selber freizuhalten vor der Notwendigkeit, beweisen zu müssen, dass es Vorhersager gibt. Also in der Art der Verschiebung der Beweislast erleben Sie die Großartigkeit der Lüge. Und wenn Sie wieder einmal so eine Möglichkeit haben, diesen Dreisatz zu spüren bei anderen Menschen, tun Sie es, denn Sie werden andere glücklich machen, wenn Sie sie auf diese Weise nicht an ihre Selbstlüge erinnern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.